Kapitel 5, die Leiche. So, was haben wir denn hier? Garage. Kommen wir in die Garage. Krankenwagen. Ich wette, ich könnte hier einfach sitzen und Motorengeräusche mit meinem Mund machen, während ich mir vorstelle, dass ich schnell irgendwo hinfahre. Und das sind die sterblichen Überreste des Krankenwagenfahrers oder des Mechanikers. Man kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Armer Kerl. Kann ich den Knopf noch drücken? Da ist kein Strom drauf. Okay, in der Gegenwart sieht das Ganze so aus. Der hat keinen Reifen mehr. Sieht aus, als hätte jemand begonnen, den Reifen zu wechseln. Wenn ich nur Werkzeug finden würde, um den Job zu vollenden, dann könnte sich dieser Krankenwagen noch als sehr hilfreich herausstellen. Der Tank hört sich voll an. Ich muss das Rad nur wieder anschrauben, bevor der Mechaniker zurückkommt. Wir können aber bestimmt den Knopf hier jetzt drücken. So. Garagentor ist jetzt offen. Autsch, da ist immer noch Saft auf der Batterie. Zu Fuß werde ich nicht weit kommen. Hierher zu kommen war schon anstrengend genug und das waren gerade mal 1,5 Blocks. Es ist abgeschlossen. Ja, dann gehen wir wieder in die Zukunft. Dann ist es nicht abgeschlossen. Da kommen wir raus. Bürotüre. Diese hier ist verschlossen. Radkreuz, das können wir mitnehmen. Das ist ein robustes Radkreuz. Und Bürotür, ist die zu oder ist die auf? Ist auch zu. A und B. Gucken wir erstmal hier bei A in der Gegenwart. Ein Sehtest. Irgendwas E. Es ist ein E. Die sollten die Buchstaben wirklich durcheinander mischen. Es ist wirklich viel zu einfach, bei diesem Test zu schummeln. Das ist das heutige Datum. Ein Lungenbild. Sieht aus wie ein umgedrehter Baum in irgendeiner Form. Manchmal frage ich mich, ob das die Art ist, wie Ärzte ihre Patienten sehen. Die Schubladen sind blockiert, aber ich kann mir sowieso nicht vorstellen, was ich daraus gebrauchen könnte. Aktenschrank. Bingo, das sind Patientenakten und das war ja klar. Der Schrank ist natürlich abgeschlossen. Und in der Zukunft? Ist hier ein bisschen was kaputt? Schmutziger Kalender? Hust, Mann, ist das staubig. Das ist heute so, das war also der Tag, an dem alles endete. Es ist voll von medizinischem Hokuspokus und Wörter wie Hämatologie. So. Es ist voll von medizinischem Hokuspokus und Wörter wie Hämatologie, Wachstumsrate, Pandemie und eine Notiz, die sagt, ich habe Ihren Hefter, jetzt sind wir quitt, Arschloch. Dr. Phelps. Was ist denn hier mit dem Tisch? Es sieht aus, als würde sich der Boden unter der Last des Schreibtisches verbiegen. Herzlich willkommen, Sasso. So, jetzt gucken wir mal. Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Und selbst? Jetzt müssen wir noch mal kurz in die Gegenwart gucken, ob wir die Türe auch aufkriegen. Natürlich nicht. Also hier war die Garage. Eingangsbereich des Krankenhauses. Nee, dann müssen wir bestimmt hier irgendwas machen. Natürlich darfst du das. Gerne. Nochmal kurz in die Zukunft. Kommen wir hier durch? Klaffen das Loch am Boden? Können wir hier runterklettern? Och Mensch, was denn hier? Hier liegt eine Schere auf dem Boden.
Die sind noch immer beachtlich scharf. Ein Skelett. Nichts außer einem Haufen Knochen und Bänder. Haben wir hier noch irgendwas? Eine OP-Lampe? Was stand da jetzt? Es sieht aus wie ein teuflischer Robotermonster aus irgendeinem Science-Fiction. So, Büro. Jetzt sind wir hier im Keller. Jetzt will ich ja mal gucken, wie das hier in der Gegenwart aussah. Hier ist der Zeitreisende. Wir haben den Zeitreisenden gefunden. Mein Zahnarzt hat auch so eine. Ich sehe dann immer nur noch Sterne. Bevor wir den jetzt gleich angucken, gucken wir uns erstmal hier um. Glasvitrine. Die Regale sind voller Gläser mit unheimlichen Zeugs drin. Er ist tot. Er war ein Außenseiter, aber ich hätte mir gewünscht, er hätte irgendwie überlebt. Es gibt nur einen Weg, wie ich jetzt noch an Antworten komme. Ich muss herausfinden, wo er lebt, also gelebt hat. Namensschild. Reginald Lambert, keine Adresse. Ich schätze, dass die solche Informationen nicht auf diesen Anhänger schreiben. Hier steht auch eine Aktennummer. Wenn ich seine Krankenakte finde, dann bekomme ich auch bestimmt seine Adresse. Mach mal hier. Von außen abgeschlossen. Ich will gar nicht darüber nachdenken, warum das wohl nötig ist. Dann gehen wir wieder in die Zukunft. Was können wir hier machen? Können wir den Feuerlöscher hier reinlegen? Oder so? Auch nicht. Die Türe damit einschlagen. Landstreicher knallt auf Feuerlöscher und hat das Gesicht voller Schrapnell, selbst wenn es noch eine Zeitung gäbe, um darüber zu berichten. Das wäre keine Schlagzeile wert. Das kann ich nicht. Ich werde Arthritis haben, bevor ich mit dem Zweig durch die Türe bin. Ich weiß gerade nicht, was ich mit dem Feuerlöscher machen soll. Ich habe jetzt Öl an den Ast gemacht. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, ich gehe jetzt oben zum Kamin, zünde den trockenen Ast mit dem Öl, getränkt im Öl, an. Geht das? Okay. Okay, was auch immer ich damit jetzt mache. Ah, nee, ich muss jetzt erst... muss doch erst da durch. Und dann damit die Reben wegmachen. Benutze Brennerzweig mit Reben. Wow, das hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Und dann nehmen wir nämlich den Feuerlöscher und löschen das dann wieder. Und jetzt kommen wir an die Axt. Das steckt da verdammt fest drin, aber ich habe es geschafft. Und ich denke mal, jetzt müssen wir nämlich nach unten und können die Holztüre mit der Axt einschlagen. Funktioniert das? Tatsache. Gehen wir hier rein. Das sind einige Notizbücher drin. 11. März 1971. Ich habe das Logbuch vorbereitet, um meinen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. Es ist nicht mal einen Monat her, seitdem ich A schon verlassen habe. Von dem, was ich gehört habe, scheinen die weiter Druck zu machen, um weitere Zeitreisetests zu machen. Trotz der ganzen Rückschläge. Idioten. Jeder Einzelne. Okay. Jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch. Lambert muss hier irgendwo in der Nähe sein. Eine Lavalampe? Das ist eine Lavalampe. Mann, ich liebe diese Dinger.
Sind ein paar kleine Bäume. Hier das Bett. Das Bett ist hart wie Stein. Das kann nicht gesund sein für einen Kerl in seinem Alter. Hier oben steht noch ein Globus. Ich bin zwar kein Astronom, aber ich bin ziemlich sicher, dass da der Mond ist. Okay, switchen wir mal eben. 18. Juli 1972. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. 2 Monate voller kalter Nächte, seit der Schwachkopf meine Schlafzimmertüre zerstört hat. Und letzte Nacht bin ich beinahe von einem Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingeknickt und habe neue Türen gebaut. Ich würde ihn so gern auf seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, dass er dem Ausdruck idiotensicher eine ganz neue Bedeutung gibt. Moment mal. Hier können wir die Lavalampe wieder einstecken. Wow, voll schräg. Die hier ist datiert auf den 3. Juli 1985. Es ist die Mathematik. Da ist einfach nichts mit zu spaßen. Nie im Leben werde ich es schaffen, die benötigten 1,21 Gigawatt, die das aktuelle Modell benötigt, zuverlässig zu generieren. Ich werde es verschrotten, das ganze Ding. Zeit, um neu zu beginnen. Ich drehe mich im Kreis und alles führt mich wieder zurück zu diesem Handgerät, das der Idiot mir gezeigt hat. Wie zum Teufel habe ich das erreicht? Redet der jetzt von mir? Was, da steht eine Weinflasche? Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass die Flasche aus Glas ist. Selbst der Korken sieht aus wie aufgemalt. Redet der Typ jetzt von mir in den Büchern, weil wir ja die Türe kaputt gemacht haben? 21. Oktober 93. Erfolg. Mit Hilfe der geliehenen Fotoausrüstung ist es mir im März gelungen, den Schaltkreis bereits im Fertigungsprozess um eine ganze Größenordnung. Sobald ich die übrigen Komponenten umgeschaltet und nachgebaut habe, sollte die Maschine in der Lage sein, mit einem normalen Dieselaggregat auszukommen. Hier ist eine vom 31. Dezember 99. So, geschafft. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich die Jahrtausendwende auf einem gottverlassenen Erdhügel mitten in der Pampa feiern würde. Ich war zwar nie auf Silvesterpartys, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich alles dafür geben, mir den Arsch so volllaufen zu lassen auf irgendeiner Veranstaltung, anstatt hier die letzten Minuten des Jahres mit Kohl und einer letzten Flasche billigen Merlot zu verbringen. Okay, das ist jetzt wieder das Gleiche. Das ist keine andere Pflanze. Wenn ich jede Nacht in so einem harten Bett schlafen würde, wäre ich bestimmt ziemlich grantig. Egal wie oft ich die Stufen mit meinen Augen entlanglaufe, es endet immer wieder an der gleichen Stelle. Was kann ich denn jetzt mit der sonderbaren Weinflasche machen? Kann ich die ins Aquarium schmeißen? Das klappt nicht. Okay. Zwei Monate ist es her. Moment. Nein, nein, zurück. Ach, du kannst auch schnell laufen. Wollen wir die hier reinlegen? Leck mich fett. Das ist ein Geheimgang hinter den Regalen. Okay. Ach, nicht schon wieder. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh,
God, please don't shoot me, Mr. Lambert. You gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie.
At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not
Meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready.